Ja, erstmal Servus meine Freunde. Und heute machen wir ein einfaches Zupfbrot, das besonders lecker schmeckt und richtig saftig ist. Und für dieses Zupfbrot verwende ich eine 26er Springform. Der Boden bekommt dabei Backpapier und den Rand fette ich ein, damit dort das Backpapier einfach besser hebt. Eigentlich sind es gar nicht viele Zutaten für dieses Zupfbrot. Dann nehmen wir zum Beispiel Wasser und in diesem Wasser lösen wir die Hefe auf. Klar brauchen wir natürlich auch Mehl und Salz. Das vermischen wir zusammen in der Schüssel. Das wären schon alle Zutaten gewesen. Dann nehmen wir natürlich das Hefe-Wasser-Gemisch und geben das mit in die Schüssel. Dann rühren wir das Ganze mit dem Mixer gut durch, beziehungsweise wir kneten das richtig gut durch. Und wenn ich den Teig von den Quirlen runterstreichen kann, wie hier jetzt, dann ist er genau richtig. Dann klebt er nicht und man kann ihn jetzt dann auch super gehen lassen. Nach einer Stunde bemehlen wir dann die Arbeitsfläche und holen den Teig wieder aus der Schüssel heraus. Aber nicht zum Durchkneten, sondern wir formen eine Rolle, beziehungsweise eine große lange Nudel zum Beispiel. Die unterteilen wir dann in gleichmäßig große Stücke, und zwar müssen es 12 Stück sein. Bricht euch aber keinen ab jetzt, wenn sie nicht gleich groß sind. Es macht nichts, denn es ist ja aus Menschenhand gemachtes Zupfbrot und nichts Maschinelles. Das macht nichts, wenn es ein bisschen variiert. Diese 12 Stücke, die kneten wir dann in der Hand noch ein bisschen durch, indem wir den Teig auseinanderziehen und den Teig von hinten wieder reinstopfen. Dann schauen wir noch kurz, dass es eine Kugel wird, eine Teigkugel, und dann legen wir die Teiglinge in die Springform hinein, schön verteilt. Dabei kann ich aus Erfahrung sagen, dass dabei ein Außenring mit 9 Teiglingen entsteht und in der Mitte sind es 3. So sieht das dann nach 45 Minuten aus. Wir sprühen jetzt noch ordentlich Wasser drüber und geben das dann in den vorgeheizten Ofen. Den Ofen haben wir natürlich schon auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und darin verbleibt die Springform mit den Teiglingen für 25 bis 30 Minuten, je nachdem wie braun ihr es haben möchtet. Aber 2 Minuten bevor die Zeit rum ist, nehmen wir nochmal die Spritzpistole und spritzen den Teig von oben nochmal feucht an. Und wenn dann die Zeit rum ist, holen wir das Brot heraus. Ja, der sieht richtig gut aus. Jetzt einfach noch ein bisschen abkühlen lassen, dann können wir den Rand entfernen, das Backpapier entfernen, das Brot stürzen und vom Boden das Backpapier entfernen. Ja, und dann können wir das Brot auch schon probieren, indem wir einfach mal ein Stück wegnehmen. Aber zieht das Backpapier vorsichtig ab. Es soll ja kein Teig oder kein Brot mit abgezogen werden. Lauwarm schmeckt das Brot natürlich am besten, aber das bleibt mehrere Tage frisch und saftig. Genau so ein Brot möchte ich haben. Ja, aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch super gefallen und ich hoffe, ihr abonniert mich auch, ja, gell? Und ich würde vorschlagen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.